Die Zahl 3 steht im Fokus. Wir werden 3 Tage auf knapp 300 Kilometern rund um diesen großen See in 3 Ländern unterwegs sein. Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich bin selbst sehr, sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Dabei folgen wir zu großen Teilen dem klassischen Bodenseeradweg, bauen euch aber auch noch ein paar Highlights, wie zum Beispiel die Rheinfälle in Schaffhausen ein. Wir stehen jetzt hier in der Nähe von der Insel Lindau da drüben und dort wird unsere Tour in 3 Tagen auch enden. Dieser Startpunkt ist einer von vielen. Ihr könnt das natürlich anpassen, da wo ihr gerne starten wollt. Hier hat man eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auch mit dem Pkw. Und die verschiedenen Städte, die sich dafür noch anbieten, die werden wir jetzt im Video sehen. Also genug geschnackt, Plan ist geschmiedet, lasst es uns angehen. Die ersten Kilometer fühlen sich schon richtig gut an. Perfektes Wetter, leichte Brise, lockere Beine und gleichzeitig ist das für uns die erste große Radtour des Jahres. Zusammen mit Linus geht es von Lindau aus sofort rüber nach Österreich, genauer gesagt nach Bregenz. Die bekannte Seebühne lassen wir dabei rechts liegen, aber wer die Runde etwas entspannter angeht, sollte hier ruhig Zeit einplanen und vielleicht sogar eine Vorführung besuchen, die sollen ziemlich spektakulär sein. Schon jetzt zeigt sich, warum der Bodensee-Radweg so beliebt ist. Die Strecke ist wirklich sehr gut ausgebaut, hervorragend beschildert. Bei uns ist es im Moment noch angenehm ruhig, aber gerade in den Ferien kann es auf dem Radweg ziemlich voll werden. Das solltet ihr bei eurer Planung beachten. Wer von euch hat schon Erfahrungen mit dem Bodensee-Radweg gesammelt? Schreibt das gerne in die Kommentare und ich freue mich auf einen guten Austausch. Heute bei diesem super Wetter haben wir übrigens 75 Kilometer bis Konstanz geplant. Hier sieht ja alles toll aus, da braut sich jedoch einiges an. Ich bin gespannt, ob wir durch diese Tour komplett regenfrei kommen. Die nächsten Tage sind eher durchwachsen gemeldet. Und hier kommt langsam ein sehr wichtiges Gewässer auf, und zwar dieses hier. Das ist der Rhein, und zwar genauer gesagt der neue Rhein, ein angelegter Kanal, und das ist der wichtigste Zufluss in den Bodensee. Schaut mal, mit welcher Strömung hier das Wasser reinfließt. Früher lief der Rhein dabei in weiten Schleifen in den Bodensee mit immer wiederkehrenden Hochwassern. Die gewaltige Flussbegradigung im 19. Jahrhundert hat den neuen Rhein erschaffen. Der alte Lauf blieb als alter Rhein zurück und zu dem fahren wir jetzt. Das waren die letzten Meter in Österreich. Hier, genau hier fließt der alte Rhein. Und auf dieser Brücke ist jetzt auch die Grenze. Österreich, Schweiz. Wup, wup. Auf in die Schweiz. Hopp, Schweiz. Viele kleine Stoppmöglichkeiten, wo man einkehren kann. Also diese Tour kann man beliebig auf 7 Tage ausdehnen, aber auch vielleicht an einem Tag fahren. Also wer von euch die Challenge wagen möchte, habe ich auch schon gesehen, ist natürlich höhenmetertechnisch echt entspannt. Kilometer 260 circa, kann man machen. Ist ein Reiz, ist ein Abenteuer. Diesmal haben wir uns aber für die entspanntere Variante entschieden, um euch einfach mehr von der Landschaft und den Möglichkeiten zu zeigen. Oh ja, das ist richtig schön. Die Beine trampeln wie geschmiert, die Stimmung passt, wir kommen richtig gut voran. Vorbei an Rorschach machen wir in Arbon Kurzpause und gönnen uns das erste Rawbite. Auch bei dieser Tour setzen wir auf die Riegel, die ich seit Jahren beim Biken, Skifahren und Wandern im Gepäck habe, sei es damals beim Chiemgau King, bei der München-Venedig-Tour in 24 Stunden oder bei den Buckelpisten in Verbier. Lecker, komplett biologisch und in verschiedensten Geschmacksrichtungen
Geschmacksrichtungen. Die Riegel kommen dabei nur mit Nüssen und Früchten aus, ohne zugesetzte Zucker, was sie für mich besonders auszeichnet. Probiert euch mal durch die Sorten. Ich mag besonders Orange, Kakao und Peanut. Unten in der Beschreibung ist alles weitere verlinkt und schon sitzen wir wieder im Sattel, denn wir wollen heute möglichst früh in Konstanz ankommen. Jeder einzelne Kurbeltritt durch diese schöne grüne Landschaft bringt uns näher an unser heutiges Übernachtungsziel heran. Auswahl für die Nacht gibt es am Bodensee jedenfalls üppig, von Campingplätzen über Apartments, Jugendherbergen bis hin zu luxuriösen Hotels. Ihr habt die freie Wahl. Wir rollen jetzt hinein in eine der bekanntesten Städte am Bodensee, Konstanz. Direkt am Wasser begrüßt uns die Imperia, davor die schöne Altstadt mit sehr viel Leben. Wir haben unsere Route ganz bewusst so geplant, dass wir hier gleich 2 Nächte in derselben Unterkunft bleiben, denn dann können wir unsere Taschen im Zimmer lassen und morgen mit leichteren Fahrrädern unterwegs sein. Übrigens ist unser Equipment vom Rad bis zu den Socken unten in der Beschreibung mit Gutscheincodes verlinkt. Schaut gern mal vorbei. Und ganz aktuell gibt es ein komplett neues Gravelbike für euch zu gewinnen. Auch das Gewinnspiel ist unten verlinkt. Jetzt erstmal ankommen, Zimmer beziehen, Essen fassen und dann ab ins Bett. Tag 2 bricht an, 9:36 Uhr, gut geschlafen, jetzt anziehen und dann raus. Los geht's. Konstanz, du bist wirklich eine richtig schöne kleine Stadt. Total grün. Linus und ich waren hier gestern auch abends unterwegs und haben uns einige Läden angeguckt, zumindest von außen. Wir haben beide gesagt, so, hey, es ist super viel Einzelhandel, besondere Geschäfte da. Also nehmt euch echt die Zeit, hier etwas Zeit zu verbringen. Es ist schön. Und ich glaube auch, dass die anderen Städte, die wir noch erkunden werden, schön sind oder Orte. Und deswegen jetzt auf in Richtung Schaffhausen. Und da sind wir schon wieder in der Schweiz. Der Länderwechsel hier, ihr merkt es schon, mitten in der Stadt, in Konstanz, Richtung Kreuzlingen verläuft die Grenze gestern. Heute fahren wir hier wieder direkt über die Grenze raus in die Schweiz. Also hier ist man wirklich ganz, ganz klar im Länderwechsel. Macht Spaß. Der Turbozug nach Schaffhausen. Komm, wir hängen uns dran. Boah. Ja, der Zug zeigt auch ganz gut, ihr könnt immer wieder abkürzen. Mit dem Zug, mit dem Schiff, auch eine gute Möglichkeit. Und auch ihr könnt die Route abkürzen. All das werde ich euch auch noch im Fazit verraten. Jetzt sind wir in Stein am Rhein angekommen und erstmal schaut euch dieses kleine Örtchen an. Ein Wahnsinn, diese Kirche, die Altstadt, fahren wir auch mal kurz rein. Was hier aber sehr markant ist und auch wichtig, hier endet quasi der Bodensee und genau hier seht ihr auch, die Strömung nimmt zu und der Rhein fließt raus. Bedeutet konkret für euch, der Bodensee-Radweg, der klassische, der dreht jetzt ein und fährt hier zurück Richtung Insel Reichenau, Richtung Konstanz. Wir wollen aber verlängern und das ist eben eine Option für euch in Richtung Schaffhausen. Das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt und das machen wir jetzt auch. Also auf zu den Rheinfällen, nachdem wir uns die Altstadt angeguckt haben.
Gerade werden Kilometer geschrubbt. Wir ticken wie ein Schweizer Uhrwerk, sind in Schaffhausen angekommen. Auch eine Stadt, die im Zeichen der Uhr steht. IWC haben wir gerade gesehen. Und jetzt noch 4 Kilometer, bis der Rhein hinunterstürzt. Hier ist schon sehr hoher Wasserstand. Ich bin gespannt, wie viel Wasser da heute durchfließt. Los! Grüezi miteinander. Dreifall zu Schaffhausen ist mit seiner Breite von 150 Meter und der Menge an Wasser der größte Wasserfall in Europa. Das klappt nicht so gut mit dem Schweizerdeutsch, aber ich probiere mich immer mal wieder. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Auf jeden Fall, die Quintessenz ist klar. Größter Wasserfall Europas, 150 Meter Breite, 23 Meter Höhe. Und jetzt ratet mal, wie viel Liter Wasser fließen pro Sekunde dort herunter? Antwortmöglichkeit A: 4.000 Liter pro Sekunde, B: 50.000 Liter pro Sekunde, C: 600.000 Liter pro Sekunde oder D: 1,5 Millionen Liter pro Sekunde. Kurzer Trommelwirbel und die Antwort ist C: 600.000 Liter. Stellt euch das mal vor, das merkt man auch an der gewaltigen Kraft, die da runterkommt. Dieser Felsen in der Mitte, den haben wir gerade auch von der Seite von oben gesehen, wie das Wasser da vorschiebt. Wenn die Boote, die es hier gibt, sich in die Strömung begeben, werden sie rausgetragen. Also eine unglaubliche Kraft. Und nicht nur die Boote, sondern auch die verschiedenen Plattformen links und rechts, die große Bahnbrücke, dort oben die Festung, machen hier einiges aus. Ihr könnt hier also eine ganze Menge Zeit verbringen. Und hier, hat der Linus eben richtigerweise gesagt, ist der Fluss, der Rhein auch noch wirklich klar. Wenn man jetzt weiterdenkt in Richtung Basel, Karlsruhe, Köln, Düsseldorf etc., da wird es tendenziell eher dreckiger. In Köln würde ich jetzt im Rhein nicht mehr unbedingt baden gehen wollen. Als ich damals an der Rheinquelle war und reingesprungen bin, da war das Wasser noch mal ganz anders. Eine Aufnahme davon, die seht ihr gerade. Für uns markiert dieser Punkt hier auch den Wendepunkt, denn jetzt haben wir 57 Kilometer auf der Uhr und es geht einmal komplett zurück nach Konstanz. Wir sind aber auch ein bisschen spät dran. Das heißt, wir müssen uns ranhalten, sonst gibt es heute Abend nichts zu essen. Das wäre dann ein Rheinfall. Während wir hier so durchs Land rollen, lasst uns mal über die Wegbeschaffenheit sprechen. Für welche Räder ist der Bodensee-Radweg gut geeignet? Besonders mit dem Trekkingrad, Gravelbike oder natürlich mit einem E-Bike ist die Strecke sehr gut fahrbar. Beim Rennrad sieht es ein klein bisschen anders aus, denn nicht jeder Abschnitt ist komplett asphaltiert. Das heißt, hin und wieder müsst ihr mit dem Rennrad auf die normalen Straßen ausweichen. Unsere Route im Detail steht euch auch als GPS-Track zum Download in der Videobeschreibung zur Verfügung, sprechen wir aber auch im Fazit nochmal drüber. Wiederankunft in Stein am Rhein, diesmal von der anderen Rheinseite. Jetzt fahren wir wieder durch die Altstadt durch und dann geht es für uns nach Radolfszell. Das ist die nächste große Ecke, wo wir dann auch nochmal einen schönen Blick auf die Insel Reichenau haben. 100 Kilometer. Für mich die erste Tour in diesem Jahr mit dieser magischen Grenze. Geschafft haben wir das in 7 Stunden 46. Ist eher schlecht, aber liegt natürlich auch an den ganzen Filmarbeiten. Jetzt stehen noch 20 Kilometer aus und die treten wir jetzt rein. Angekommen in Radolfszell und das hier bei diesem Sonnenuntergangslicht. Schaut es euch an, da oben steht sie. Bisschen diesig ist es. Hier raus, richtig schön. Da hinten sieht es fast aus wie in der Toskana am Horizont, finde ich. Diese Art Zypressen, die da rauskommen, richtig stark. Jetzt sind wir wieder am Untersee, wie wir heute Morgen ja auch schon drumherum gefahren sind und fahren jetzt da raus. Und ihr seht schon, Wetterwechsel. Hier schön, hier
Es regnet mal wieder. Mal schauen, wie es wird, ob wir da durchkommen, ohne komplett nass zu werden. Das seht ihr jetzt. Auf geht's nach Konstanz. Ja, es nieselt. Das ist völlig okay. Aber Zeit für die Regenjacke ist noch nicht. Jetzt einmal durchziehen in dieser Temperatur, die wir gerade aufgebaut haben. Die letzten 10. Wir hatten sie gerade die ganze Zeit schon immer mal wieder im Blick, die Insel Reichenau da drüben. Da sieht man jetzt auch das Kloster. Heute Morgen waren wir auf der anderen Seite von der Insel. Haben jetzt hier nochmal wirklich einen schönen Blick. Drauffahren schaffen wir tatsächlich in unserem Zeitplan nicht. Auch das wäre noch eine Option. Also wenn ihr die Tour macht, könnt ihr sie echt beliebig noch verlängern oder auch verkürzen. Und wie gesagt, ein Tag, das wäre auch eine Option. Wir sind wieder angekommen in Konstanz und was für ein Empfang. Richtig schön, richtig schön. Also jetzt ab in die Unterkunft, trockene Sachen anziehen, kurz in die Pizzeria und dann ab ins Bett. Am nächsten Morgen sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Strahlender Sonnenschein, entspannte Stimmung und optimales Wetter. Wir fahren noch einmal durch die Altstadt, kommen auch am Münster vorbei und dann rollen wir weiter in Richtung Blumeninsel Mainau. Und da sind wir angekommen an der Blumeninsel Mainau. Das ist ohne Frage eines der bekanntesten Highlights am Bodensee, aber vielleicht nicht für jedermann. Wir stellen unsere Räder ab, schauen uns auf der Insel um und gehen auch ins Schmetterlingshaus mit großen tropischen Faltern und sogar Schildkröten. Schön ist es hier auf jeden Fall, vor allem für diejenigen, die sich für Gärten und solche Anlagen ganz generell interessieren. Gleichzeitig ist Mainau aber auch ein Stopp, für den ihr bewusst Zeit einplanen müsst. Unter einer Stunde lohnt sich das gar nicht und wenn ihr ein bisschen Ruhe haben wollt, dann sind 2 Stunden ganz schnell weg. Für die einen ist es also ein echtes Highlight, für die anderen eher eine unwillkommene Unterbrechung auf einer sportlichen Tour. Das entscheidet ihr selbst. Das ist der höchste Punkt Baden-Württemberg. Nein, wir sind am höchsten Punkt unserer Tour. Wir reden ja hier nicht von vielen Höhenmetern, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön anzukommen am höchsten Punkt. Wir haben jetzt schon 300 Höhenmeter getreten. Es geht langsam wieder in den Modus über. Und jetzt wird mal kurz was gefuttert. Denn der nächste größere Stopp, der ist dann Ludwigshafen bzw. Bodmann. Schauen wir mal. Und da werden wir Mittag machen. Jetzt haben wir 1 Uhr. Also, kleinen Riegel snacken. Ist ja auch noch ein Linus? Ja, sehr gern. Fast so gut wie Herrgotts Bescheißerle. Maultäschle. Können wir gleich mal schauen, ob wir welche kriegen. Angekommen in Meersburg. Da oben seht ihr sie auch schon, nämlich die Meersburg. Es ist die älteste bewohnte Burg Deutschlands und da kann man so richtig eintauchen ins Mittelalter. Genauso könnt ihr hier noch ein Schloss sehen und die Altstadt und verschiedene Bodensee-Rundfahrten starten hier auch. Wir werfen jetzt mal einen Blick in die Altstadt. Unser persönlicher Favorit hier gerade ist wahrscheinlich die Eisdiele. 15:24 Uhr, gerade noch mal richtig Kilometer geschrubbt. Trinkwasser schnappen, Eisdiele, vielleicht so ein kurzer Espresso und dann weiter in Richtung Zeppelinstadt. Friedrichshafen, bin ich auch schon gespannt. Und ja, dann noch Lindau, also ihr merkt schon. Genug!
angekommen in der nächsten wichtigen Stadt am Bodensee, und zwar in Friedrichshafen. Und wenn man dem Namen so folgt, Hafen, und auch den Bötchen, die hier hinter mir liegen, dann denkt man ja, okay, diese Stadt ist vielleicht auch für die Schifffahrt bekannt, aber nein, vor allen Dingen für die Luftfahrt. Hier wurde der Zeppelin erfunden, deswegen gibt es hier auch ein Zeppelin-Museum. Es gibt die Zeppelin-Universität, auch eines der berühmtesten Luftschiffe der Geschichte, nämlich die Hindenburg, wurde hier in Friedrichshafen entwickelt und gebaut. Doch leider kam es daher zu dem tragischen Unglück, wo 36 Menschen ums Leben gekommen sind, was schlussendlich auch das Ende der wirklich großen Luftschifffahrt markiert hat. Und auch deswegen ist hier ein wichtiger Technologiestandort. Viele Firmen wie zum Beispiel ZF oder auch MTU und Airbus haben hier ihren Sitz und treiben Technologie nach vorne. Wenn ihr hier in der Stadt seid, könnt ihr vor allen Dingen auch die Schlosskirche in Friedrichshafen begutachten oder euch einfach hier an der Promenade hinsetzen, das Wasser schauen und den Bodensee noch mal gut begutachten, denn es ist dann ja nicht mehr weit, so wie bei uns jetzt. Wir haben jetzt 80 Kilometer und müssen noch ca. 25 fahren, bedeutet in dem Fall ein gutes Stündchen, dann sind wir in Lindau. Und dann schauen wir mal, wie dort die Insel aussieht. Und dann ziehen wir das Fazit. Ja, so kurz vor dem Ziel schlägt das Wetter dann doch nochmal richtig um. Auf den letzten Metern der Tour holt uns das Gewitter ein. Das heißt, kurze Pause, bevor es dann in den Endspurt in Richtung Lindau geht. Regen vorbei. Das fühlt sich so ein klein bisschen an, wie nach Venedig reinzufahren. Jetzt über diesen Steg auf diese Insel drauf. Lagunenstadt. Das ist Lindau jetzt nicht, aber fühlt sich fast so an. Nach über 300 Kilometern rollen wir auf die Insel Lindau. Mit ihrer historischen Altstadt und der berühmten Hafeneinfahrt mit Löwe und Leuchtturm ein ziemlich perfekter Ort für den Schlusspunkt unserer Tour. Mein Fazit: super ausgebauter Radweg, top beschildert und ein besonderes Erlebnis, wenn man den größten See Deutschlands einmal komplett mit dem Rad umrundet hat. Mit Fährfahrten, zum Beispiel von Konstanz nach Meersburg, lässt sich die Runde für euch flexibel verkürzen. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es zahlreich, das habt ihr gesehen. Denkt an Rawbite für den Snack zwischendurch und beachtet die Ferienzeiten, denn dann kann es hier deutlich voller werden. Mein deutlich umfassenderes Fazit zur Tour inklusive vieler Tipps, Tricks und des GPS-Tracks finden alle Mitglieder meines YouTube-Kanals jetzt hier rechts oben eingeblendet. Und ein weiterer Videotipp: vom Bodensee zum Königssee in 3 Tagen durchs Dickicht auf Gravel. Das sind Basti und ich gefahren und das Abenteuer ist jetzt hier unten rechts verlinkt. Also schaut dort rein und tschüss.